Wir wollten das ausloten. Was können wir noch zur Kunst erklären? Was können wir... Und einmal wurde John Cage gefragt, das war bei mir im Atelier, als wir ein Konzert hatten, is this art? Da sagte er, what else should it be? Eine großartig einfache Antwort. Ist das Kunst? Was soll es denn sonst sein? Es hat keine andere Funktion. Es geschieht in einem künstlerischen Zusammenhang. Es geschieht in einem Zusammenhang, wo man Kunst erwartet. Wenn also zum Beispiel bei dem Musikstück von Cage, glaube ich, 4,5 Minuten Stille, David Tudor mit Frack elegant angezogen sich an den Flügel setzt, den Flügel aufmacht und Stille vor diesem Flügel sitzt und wir alle 4,5 Minuten, das ist eine lange Zeit, äußerst gespannt warten, was jetzt passiert. Und dann er den Deckel wieder zumacht. Dann hast du zum ersten Mal so intensiv Stille mitverfolgt, weil du ja was erwartet hast. Und du hast plötzlich gemerkt, was ist denn alles hier? Du hörst ja plötzlich deinen eigenen Atem, du hörst den Nachbarn, du hörst alles, weil du ja hören willst und es kommt nichts vom Klavier. Also hörst du alles andere. Das heißt, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Das kannst du auch nur einmal haben. Aber so ein Erlebnis hat dir dann Cage mit seinem Stück in die Erlebniswelt gezaubert, in die musikalische. Da hat Cage und Tudor viele Aufführungen gemacht. Christian Wolff, Earl Brown, Helms hat dort gelesen. Und vor allen Dingen hat Pike seine ganzen ersten Performances da gemacht. Die Klavierzersägungen oder es gab ein Konzert, da hat er in eine Scheibe reingeschlagen und wie die dann runterklirrte. Allein das Geräusch von dem Klirren und er ging mit einer blutenden Hand raus und man wusste nicht, war das jetzt Absicht, war das nicht Absicht. Wir saßen etwas gebannt auf den Hockern, etwas beunruhigt, weil was geht's jetzt weiter? Und dann rief er telefonisch an und sagte, the concert is over. Nicht? Und das war aber laut, da hatte er vorher einen Lautsprecher dran gemacht. Das wusste ich aber nicht ganz. Telefon, the concert is over. Also das sind Effekte, nachdem er auch vorher das Klavier zersägt hat und hinter dem Klavier, er lag wie ein Soldat hinter dem Klavier, was umgestürzt war und man sah aus, als würde er mit einem Maschinengewehr schießen oder sich in Deckung begeben und das Tonband nudelt irgendwelche koreanischen fürchterlichen Kriegsgeschrei oder ab. Also das ging schon unter die Haut. Es war sicher also ein pazifistischer Beitrag zum ganzen Kriegsgeschehen von Pike, aber so grauenhaft nachgemacht, dass während der Probenzeit, wo wir mit verhängten Fenstern probten, da waren auch also Schweine, die ja, oder waren die vielleicht hungrige Schweine, auf jeden Fall ein fürchterliches Gebrüll von Schweinen und Gequieke. Und dann kam die Polizei, weil sie dachte, bei uns werden Leute abgestochen. Und dann kam die Polizei bei uns rein und sah dann einen kleinen Japaner mit Tonbändern und mich, lange, dünne Frau, Mädchen, und sagen, was ist denn hier los? Ja, wir üben. Ja, die haben nur den Kopf geschüttelt, sagen, können Sie das vielleicht bei der Stadt anmelden, was hier passiert? Wir haben lauter Anrufe, hier würden also, was weiß ich, Massaker. Und 60er Jahre Kunst sind dann die erwachsenen Kinder, die eben nach dem Krieg, jetzt waren wir erwachsen, und wurden Künstler, weil wir da eine Möglichkeit sahen, auch etwas zu ändern. Wir hofften, etwas zu ändern. Wir wollten bestimmt die Welt ändern. Und es war ganz spannend. Pike sagte zum Beispiel, ich will berühmte Künstler werden, nur damit ich dann Politiker werden kann und Welt ändern. Er sprach noch nicht mal so wie, es war noch viel holpriger. Ne? Das heißt, seine ganzen künstlerischen Aktionen zielten darauf hinaus, bekannt zu werden. Um dann mit diesem Bekanntheitsgrad Politiker zu werden und was zu ändern. Leider ist er jetzt im Schlaganfall und gelähmt und diesen Ruhm, den er heute einsetzen könnte, was Beuys ja gemacht hat. Beuys hat seine Bekanntheit nachher politisch eingesetzt. Pike ist es nicht mehr gelungen. Christo macht es auf andere Weise, indem er so groß global arbeitet, dass er einfach Menschen bewegt und vor allem Energiefelder schafft. Christo schafft durch seine Verpackungen unglaubliche Energiefelder. Ob das die Zuwendung ist, die 1000 Gedanken, die vielen Menschen, wenn es dann letztlich zustande kommt, egal was er nun verpackt oder tut, es entstehen dort Heilungen. Nicht? Ob das Armand war oder Christo war oder Spörri die waren alle unbekannt. Ne? Und dafür ein Gespür kriegen, wer ist authentisch, das kann eigentlich nur ein Künstler selber. Die Kunstkritiker können dann darüber schreiben. Aber die Galerien, zum Beispiel in New York, haben sich sehr daran gehalten, was ihre eigenen Künstler ihnen empfohlen haben. Wenn der Rauschenberg oder der Johns kam, ja, die müssen wir eigentlich nehmen. Die Mary gehört in unsere Galerie. Dann kam der Castelli zu mir
und sagte, ja, mach mir 10 solche Arbeiten, kriegst du eine Show. Da hatte ich aber gerade ein halbes Jahr dran gearbeitet. Sag ich, Leo, das kann ich nicht. Ivan war es, actually, Ivan Card, das kann ich nicht. Dann brauchen wir 6 Jahre. Ich habe erst ein halbes Jahr. Ja, das geht in Amerika nicht. In Amerika musst du 50 Arbeiten pro Jahr machen, sonst promotet dich keiner, sonst hat es gar keinen Zweck. Eine Galerie macht sich gar nicht die Mühe. Denn wenn es dann losgeht, wollen viele Leute deine Sachen haben. Sag ich, gut, dann ist die falsche Galerie. Und dann kam der Bonino nach New York und Bonino und Castelli waren befreundet. Dann hat der Bonino mich genommen. Der nahm mich mit allem, was ich tat, auch mit meinen Nähbildern, auch mit meinen Steinbildern. Der wollte also nicht nur eine Bilder und machte dann eine Ausstellung, wo alles zusammen war. Was ich schon in Amsterdam ausgestellt hatte, wo ich in Deutschland unglaubliche Schwierigkeiten hatte. In Deutschland hieß es, das ist Nähzeug, das ist Handarbeit, die Steinbilder, das ist Natur, das ist doch keine Kunst. Meine Zeichnungen, das sind doch Briefe, das sind doch keine Zeichnungen. Meine Reliefs, das sind keine Skulpturen und keine Bilder, keiner wusste, was es war. Und da hatten die Amerikaner keine Schwierigkeiten mit. In Deutschland kannst du schon leicht einen Minderwertigkeitskomplex kriegen, wenn du immer hinschaust auf das, was im Mittelalter, was überhaupt die Kultur in Europa schon alles hervorgebracht hat. Dann kannst du, wenn du jetzt heute rumguckst, nur sagen, Untergang des Abendlandes. Dann hat Spengler recht, Untergang des Abendlandes. Wir sind in einer Endphase. Und zu dieser Endphase gehört sicher auch, dass wir alles zerstört haben. Und die Zeit war natürlich verkrustet, zwar Nachkriegszeit, aber dann wurde sie sehr schnell wieder sehr bürgerlich, so 60er Jahre, dann wurde es wieder sehr eng, bürgerlich eng. Also die Freiheit eines Krieges oder einer Zerstörung war schon wieder weg, es war schon wieder fürchterliche Architektur entstanden. Die Möglichkeit, eine völlig neue Stadt zu machen, war vertan. Alles wurde wieder kleines bürgerliches Maß und da passte das sehr gut, dass wir nochmal richtig alles sprengten.